Hallo und herzlich willkommen im österreichischen Teil des wunderschönen Karwendelgebirges. Herzlich willkommen zur Tour auf den Pfeilkopf und den Gütenberg und natürlich herzlich willkommen bei Mountain Guide. Diese Tour am Aachensee gelegen, direkt neben Pertisau, ist wahrscheinlich vielen Leuten bereits bekannt. Der Pfeilkopf sollte jetzt nicht gerade unbekannt sein, der Gütenberg ist, weil er eben nicht angeschrieben ist, für die meisten jetzt eher weniger begangen, aber sehr empfehlenswert. Die Wegqualität lässt sich folgendermaßen für euch zusammenfassen. Es ist zu 95% ein Forstweg. Die restlichen 5% sind leichte Wiesensteige. Vor allem bemerkt man das dann beim Gütenberg. Da muss man nämlich, nachdem man an der Gütenbergalm vorbei ist, ein Stück Karrenweg hinauf. Und an der einzigen Stelle, wo man sich verlaufen kann, da muss man dann rechts abbiegen statt links. Das sieht eher aus wie so ein Kuhpfad. Ihr werdet es im Video sehen. Und wenn man dort rechts abbiegt, geht es eben weglos in dem Sinne weiter. Denn man kommt dann nach einem ganz kleinen Waldstückchen auf einen Wiesenhang. Und diesen Wiesenhang heißt es dann, querfeldein nach oben zu besteigen. Ob man jetzt selber Serpentinen sich sucht oder irgendwie versucht, über diese Wassertierrinnenpfade nach oben zu kommen, das bleibt einem selbst überlassen. Es gibt dort auch einen Zaun, an dem man sich nach oben orientieren kann. Das wäre auch möglich. Den Rest geht man dann den Gipfelhang einfach noch hoch, den Gipfelrücken und kommt dann an eine Bank mit einer kleinen Tanne. Das ist dann auch der Gipfel des Gütenberg. Es gibt dort kein Kreuz. Hier seht ihr jetzt den Pfeilkopf. Ich glaube, ich muss nichts sagen. Das Video ist sehr kurz. Wie gesagt, Forstweg nahezu komplett bis hierhin. Die Aussicht ist es wert. Fast ganz jahresbegehbar durch die Leichtigkeit. Die Pfeilalm, brauche ich gar nicht sagen, ist sowieso ein Besuch wert. Auch wir haben da eingekehrt. Für jeden ein Genuss. Umgeben von der Mondscheinspitze, den typischen Karwendelablegern, der Aachensee. Einfach alles da. Kurze Stückchen zu dieser Kreuzung muss man dann zurück, geht dann weiter Richtung Gütenbergalm, weiterhin über den Forstweg, den man hier sehr schön sieht. Hier sind dann auch die Gegenanstiege, die ich in den Daten beschrieben habe. Das ist die Gütenbergalm. Und von hier aus geht es jetzt noch weiter. Die lassen wir einfach rechts von uns liegen, folgen diesem Karrenweg nach oben. Und über der Gütenbergalm, dieser Wiesenhang, das ist auch schon der Hang, den man gehen muss. Und hier hat man jetzt auch gleich gesehen, das war der Pfad, den man nehmen muss zum Abbiegen. Hier ist der Wiesenhang, den man direkt hochgeht und dann ist man auch schon am Gipfel. Wenn man weiß, wo man hin muss und dass man da rechtzeitig abbiegen muss, sonst würde man wieder absteigen, kann man das locker finden. Also wer dran vorbeirennt, wenn es bergab geht, dann seid ihr schon zu weit und falsch. Ganz einfach. So ist die Regel. Meine Lieben, die Aussicht auch hier ist wunderschön. Letzten Endes war es das aber auch schon. Einfache, super Tour. Macht sie, geht sie. Ich glaube, viel mehr brauche ich nicht mehr sagen. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Nur mit Mountain Guide erreicht ihr diese Gipfel gescheit. Die beiden Touren wird es auch noch einzeln als Video geben, falls euch das dann eher interessiert. Viel Spaß und ciao.